Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande. Die 3 Long John Lastenräder von Riso Müller heißen Load, Paxter und Transporter. Und jetzt kommt ein Neues dazu, nämlich Carry. Oh. Und Carry macht einiges anders als die 3 großen Brüder. Und das gucken wir uns mal im Detail an. Erstmal ein Transparenzhinweis. Wir haben das Rad direkt von Riso und Müller für dieses Video zur Verfügung gestellt bekommen und sie unterstützen die Produktion finanziell. Sie haben uns aber nicht gesagt, was wir irgendwie wie sagen sollen. Alle Äußerungen sind unsere eigenen und sie bekommen das Video auch nicht zu sehen, bevor ihr es zu sehen bekommt. Wir sind komplett herstellerneutral. Und jetzt viel Spaß beim Gucken. Riso und Müller ist im Wesentlichen bekannt für ihr Faltrad Birdie, allerdings auch für ein immer weiter wachsendes Portfolio verschiedenster E-Bikes aus dem Premium-Segment. Wofür sie auch bekannt sind, ist ein eher unelegantes Design, gerade bei den Lastenrädern. Die kommen sehr bullig daher, sehr geradlinig. Allerdings bricht das Carry mit dieser Tradition. Es orientiert sich so ein bisschen an dem Design des Culture, das im letzten Jahr auf den Markt kam und ziemlich überraschend war, weil es eine komplett neue Designsprache bei Riso und Müller eröffnete. Und ich finde, dieses Design steht dem Rad ziemlich gut. Erstmal sehen wir hier ein Long John Bauprinzip, nur in kleiner. Riso Müller verbaut vorne und hinten 20 Zoll Räder, was der Gesamtlänge gut tut, weil sie einfach verkürzt. Der Sattel ist direkt über dem Hinterrad. Hier in der Mitte sehen wir das Cockpit, dann die Ladefläche und ganz vorne natürlich das Vorderrad, das mit einer Lenkstange angesteuert wird. Das Carry ist übrigens nicht das erste kurze Long John von Riso und Müller. Es gab mal das Paxter 40, aber das hier ist nicht der Nachfolger des Paxter 40. Es ist bewusst abseits dieses Namens auch positioniert worden, denn es hat einige Asse im Ärmel. Nicht nur designmäßig. Dennoch da weicht es deutlich von dem aktuellen Riso Müller Paxter ab. Wir sehen hier geschwungene Rohre, die ineinander übergehen und optisch dann eine Einheit bilden. Hier hinten ist das Ganze so U-förmig ausgelegt, sodass das ganze Rad im Fluss, im Flow aussieht und dazu passt ja auch so ein bisschen diese Farbe. Besonders ist hier auch die Liebe zum Detail, die hier reingebracht wurde. Denn trotz dieser kompakten Rahmenform findet hier alles Platz, was auch in einem großen Lastenrad Platz finden würde. Wie zum Beispiel hier dieser Bosch Powerpack 725. Also nicht der ganz große Akku, aber der hat schon ordentlich Kapazität. Und das wird dadurch erreicht, dass hier vorne dieses Rohr einfach nach unten gezogen wird vor dem Motor, sodass eben dieser Akku auch hier direkt in dieser Nische Platz findet und man trotzdem einfach rankommt. Das hintere Ausfallende ist verschiebbar, denn es gibt das Rad auch in einer wartungsarmen Version mit Enviolo und Riemen, sodass eben der Riemen einfach gespannt werden kann. Und ebenso ist bei dieser Kettenschaltungsversion die Narbe mit einer modernen Steckachse versehen. Der gesamte Rahmen des Carry ist ein großes Teil, von hier hinten bis ganz nach vorne und wird hier dann gerade im vorderen Bereich von diesen
dicken Rohren eingegrenzt. Und hier ist die Konstruktion auch spannend, denn diese Rohre, die bis nach vorne gehen, die sind nicht ganz bis nach unten gezogen, sondern grenzen die Ladefläche nach links und rechts ein und hier unten ist dann so eine Kunststoffschale verbaut. Und für zusätzliche Stabilität gibt es dann hier noch ein weiteres Rahmenteil, das sich dann hier in der Mitte mit den anderen Rohren zusammentrifft, sodass es insgesamt eine stabile und trotzdem hübsche und organische Form ergibt. 3 verschiedene Farben gibt es fürs Carry. Einmal diese hier, die Riese & Müller Aqua nennt. Dann gibt es noch Anis, so eine Art Golden Brown und Grundierung. Und das nennt Riese & Müller Shadow. Stark ist allerdings, dass dieser Rahmen zu 80% aus bereits recyceltem Aluminium besteht, was deutlich umweltfreundlicher ist als neues Aluminium, und dass Riese & Müller die Rahmenproduktion hier in Portugal hat und was den Transportwegen gut tut und insgesamt auch wiederum deutlich umweltfreundlicher ist. Ein echtes Ökoprodukt. Ebenfalls recycelt ist das hier, der verstellbare Lenkerdom, den wir schon von verschiedenen Rädern von Riese & Müller kennen, vom Load, vom Tinker, vom Multitinker. Der ist ziemlich genial, denn er lässt sich in verschiedenen Formen einfach verstellen, sodass Menschen hier drauf ihre passende Sitzposition einfach und schnell einstellen können sollten. Hier wird er mit 2 Hebeln geöffnet, einmal links und einmal rechts, und dann kann man ihn entweder in dieser Position belassen oder auch in eine sportlichere Position bringen, wenn ihr größer seid und sportlicher fahren wollt oder einfach sehr lange Affenarme habt, so wie ich. Aber wir stellen ihn jetzt mal einfach wieder zurück, weil das passt ganz gut zum Carry oder zur Carry, so ein bisschen aufrechter zu sitzen. Dann lässt er sich aber auch noch hier mit diesem Schnellspanner hier oben in der Höhe verstellen. Und zwar in 5 Stufen. Jetzt habe ich ihn ganz rausgeholt. Das solltet ihr natürlich, so solltet ihr nicht fahren. Aber das ist die höchste Position, und dann lässt er sich auch noch eben in verschiedenen Positionen bis ganz nach unten stellen. Und somit sollten Leute zwischen 1,60 Meter und 2 Metern einfach ihre Sitzposition finden. Und gerade bei dieser Version ist das natürlich nach unten hin durch die Feder beeinträchtigt, aber mit einer normalen Sattelstütze geht es noch deutlich weiter runter. Und dank dieser langen Sattelstütze von bei Schulz kommen auch sehr große Menschen einfach auf ihre Kosten. Der Einstieg ist in diesem Fall nicht super niedrig, sollte aber für die meisten Menschen passen. Und dann könnt ihr sehen, dass auch Lulatsche wie ich hier ganz gut drauf sitzen können. Gucken wir uns aber mal das Cockpit an. Hier sehen wir erstmal einen recht schmalen Lenker, den Riese & Müller immer mit diesem Lenkerdom verbaut, und verhältnismäßig standardmäßige, einfache Griffe. Das Carry ist normalerweise hier mit dem Purion 200 Display ausgestattet, das viele Informationen anzeigen kann, jetzt gut in dieses Cockpit passt. Es ist relativ klein, es ist sehr umfangreich. Ich möchte die Flow App jetzt gerade nicht holen. Und wie gesagt, es kann alles Mögliche anzeigen. Es gibt allerdings auch noch die Option, das Intuvia 100 zu bestellen, das dann hier mit der LED-Remote kommt. Das würde ich aber wirklich nur bei absoluter Sehschwäche empfehlen. Es gibt natürlich die Option, es ohne Motorunterstützung zu fahren. Allerdings gibt es dann auch Eco, Auto, Sport und den Turbo-Modus und alle Möglichkeiten, die das smarte System von Bosch so bieten. Auf der rechten Seite sehen wir eine einfache Klingel und den Schalthebel der Microshift Advent X-Schaltung. Die hat eine verhältnismäßig große Bandbreite und sehr taktile Hebel, mit denen man einfach durch die Gänge kommt. Aber wie das fährt, das sehen wir natürlich nachher im Fahreindruck. Ein erwähnenswertes Extra ist auch noch der RX-Chip, der natürlich auch hier wiederum in diesem Rad verbaut ist, der ein GPS-Tracking ermöglicht, eine Unfallerkennung und auch dabei hilft, das Fahrrad wiederzubekommen, sollte es euch mal gestohlen werden. Also definitiv ein lohnenswertes Extra. Und noch ein Punkt bei der Bedienung, für den ich persönlich einmal Danke sagen möchte. Denn bei meinem Werksbesuch bei Riese & Müller im November 2023 durfte ich dieses Fahrrad schon mal im Prototypenstatus sehen. Ein großer Vertrauensbeweis. Damals hatte es einen großen Kritikpunkt allerdings, und zwar war da der Ursus Jumbo Ständer verbaut.
Und ich gebe mir schon so ein paar Credits dafür, dass Riso Müller hier jetzt einen richtig guten Zweibeiständer unter der Ladefläche hat. Der ist super einfach in der Bedienung und lässt das Rad sicher stehen. Man kann es einfach runterschieben und auch hier im Grunde, ich nutze jetzt einen Finger, um den runterzudrücken, das Rad nach hinten zu ziehen und schon steht es sicher auf diesem Ständer. Also der ist einfach konstruiert, aber sicher und echt funktional. Das gefällt mir wirklich gut. Was hat denn der nur immer mit den Ständern? Warum ist denn das so wichtig? Weil das ein Lastenrad ist und Lastenräder werden beladen und wenn sie beladen sind, sind Lastenräder ziemlich schwer. Auch das Carry. Und es dann irgendwie hier hochzuziehen, um es auf den Ständer zu bringen, könnte sich als ganz schön schwierig herausstellen. Aber apropos Beladung. Es gibt zwei Möglichkeiten, das Riso Müller Carry zu beladen. Einmal mit der Ladefläche vorne und einmal mit dem Gepäckträger hier hinten. Und mit dem fangen wir mal an. Der Gepäckträger wurde, so wie sich das gehört, von Riso Müller für dieses Fahrrad entwickelt und er passt sowohl optisch als auch natürlich funktional dann perfekt hierzu. Das Problem bei 20 Zoll Rädern ist häufig, dass der Fuß nicht genug Platz hat, um eine Packtasche noch montieren zu können. Und Riso Müller löst das Problem, indem sie den Gepäckträger weit nach hinten ziehen und man so auch eine Packtasche hier einfach dann an der Seite montieren kann, wobei es zugegebenermaßen nicht unbedingt optimal ist, je nachdem wie groß eure Füße sind. Also das Problem habe im Wesentlichen ich mit 47. Wo dieser Gepäckträger richtig gut ist, ist dann hier oben drauf. Denn nicht nur bekommt er diesen Bibia-Riemen, den so gut wie alle Riso Müller Gepäckträger haben, sondern auch eine MIG-HD-Schnittstelle, um zum Beispiel einen Korb oder einen Kindersitz einfach montieren zu können. Denn dieser Gepäckträger ist für 27 Kilogramm freigegeben und somit auch tauglich, eben ein weiteres Kind zu platzieren. Das geht allerdings auch vorne. Kommen wir jetzt zu. Und hierfür gibt es verschiedene Optionen. Erstmal die klassische Ladefläche ohne irgendwelches Zubehör. Die hat dann so in etwa halbe Eurobox-Maße. Das heißt, da bekommt ihr Getränkekisten rein, da bekommt ihr euren Einkauf rein, da bekommt ihr zum Beispiel einen Hund rein, da bekommt ihr auch ja, schon eine ganze Menge, was man da reinbekommt. Und Riso Müller bietet dann dafür auch eine passende Tasche ein, damit ihr eure Sachen eben auch wettergeschützt mitnehmen könnt. Und wenn ihr mehr Platz benötigt, dann gibt es diese hier, die Flexbox. Und die ist in diesem Falle auch wirklich flexibel. Erstmal besteht sie aus EPP, expandiertem Polypropylen. Das ist leicht, das ist widerstandsfähig, das hat stoßabsorbierende und isolierende Eigenschaften und lässt sich auch einfach recyceln. Im Standardzustand ist diese Box hier geschlossen und bietet somit Schutz vor leichtem Regen. Und wenn man sie öffnen möchte, dann muss man einfach hier diesen abgeschlossen. Dann muss man den hier drehen und dann rasten die Boxteile links und rechts automatisch ein und sind jetzt auch fest arretiert, sodass sie nicht von alleine wieder zusammenklappen können. Hier ist jetzt Platz für eine 60 x 40 Euro Box und darunter ist immer noch Platz für eine 30 x 40 Euro Box. Also tatsächlich ein ziemlich flexibles System. Nun ist das Ganze hier natürlich offen und alles Mögliche kann reinkommen und deswegen bietet Riso Müller im Lieferumfang auch noch diese Hülle an, die sich einfach drüber spannen lässt. Um die Box jetzt zusammenzufalten, zieht man an diesen Kordeln hier und kann sie dann ganz einfach zusammenfalten und sie arretiert auch wiederum selbstständig und ist wie gesagt auch hier abschließbar. Und dieses Cover, das kann jetzt dennoch hier drüber gezogen werden und schützt dann auch den Inhalt vor stärkerem Regen. Aber wie ist das jetzt mit Kindern? Um Kinder hier reinsetzen zu können, muss man natürlich hier die Bank oder die Seitenteile öffnen und dann präsentiert sich die Sitzbank. Die ist Riso Müller typisch aus so einem fashion-grau melierten Material, ist ganz gut gepolstert. Das Material ist widerstandsfähig, ist wasserabweisend und dann finden hier bis zu 2 Kinder Platz. Das ist jetzt mal ein Beispielkind. 1,5 Meter groß mit zugegebenermaßen sehr langem Torso. Und Kinder mit sehr langem Torso kommen natürlich hier mit dem Lenker irgendwann in die Quere. Aber Riso Müller gibt diese Bank für 2 kleinere oder ein größeres Kind frei. Denn die Kinder lassen sich nicht nur links und rechts platzieren, sondern wenn man hier unten an der Sitzbank 2 Schnapper löst und dann hier einmal drauf drückt,
und dann den Gurt so ein bisschen zur Seite zieht. Und dann kann auch ein größeres Kind hier in der Mitte der Sitzbank Platz nehmen und hat dann eine höhere Rückenlehne und auch hier vorne natürlich jede Menge Raum für die Füße. Und auch unter der Sitzbank lassen sich noch Kleinigkeiten verstauen, wie eine Regenjacke oder einen kleinen Rucksack oder so. Die Gurte sind ziemlich interessant, denn ihr habt gesehen, dass sie sich so an der Seite verschieben lassen. Das sind quasi 4-Punkt-Gurte, die wie 5-Punkt-Gurte funktionieren. Denn auf der Rückseite sind sie quasi an einem Punkt vergurtet, haben diese Flexibilität und werden dann mit diesen schönen dicken Polstern am Hals des Kindes vorbeigeführt. Die Gurte sind sehr, sehr breit ausgeführt, haben diese guten Polster und ein gutes, stabiles Gurtschloss, das dann hier mit tatsächlichen Metallverschlüssen einfach einschnappen kann und dann sitzt das Kind hier auch richtig sicher in diesem Sitz drin. Und wenn es ein bisschen gelöst sein möchte, dann kann man auch hier das, wie gesagt, einfach an diesen Gurtverstellern dann anpassen. Wir sind jetzt angekommen, nehmen wir das Kind mal wieder raus. Dann seht ihr hier, wie das aussieht. Und wenn man jetzt 2 Kinder hier reinsetzen möchte, dann nimmt man einfach wieder diese Bank ein bisschen nach oben, schnappt die Schnapper hier einfach wieder rein, hängt sie auch an der Seite wieder richtig rein und schon gibt es wieder die große Doppelsitzbank. Wenn hier 2 Kinder drin sitzen, dann müssen die sich den Platz natürlich hier vorne ein bisschen teilen und die Beine so ein bisschen schräg stellen, damit sie hier gut sitzen können. Und was auch auffällt, ist, dass natürlich die Rückenlehne verhältnismäßig niedrig ist. Das ist dem Punkt geschuldet, dass eben diese Box zusammengefaltet werden können muss. Und das geht mit einer höheren Rückenlehne einfach nicht. Aber auch hier gibt es Abhilfe. Und zwar dieses Teil hier, das hier hinten hinter die Sitzbank montiert werden kann. Das sieht jetzt ein bisschen martialisch aus. Aber jetzt ist plötzlich eine hohe Rückenlehne vorhanden. Und das ist nicht nur eine hohe Rückenlehne, sondern auch ein Boxverschlussverhinderer. Denn, wo ist er? Da. Denn jetzt mit dieser verbauten Rückenlehne lässt sich natürlich die Box nicht mehr verschließen. Das ist also für den Fall für euch gut, wenn ihr sowieso immer mit geöffneter Box fahrt und lieber nochmal eine höhere Rückenlehne für eure Kinder habt. Die Gurte werden dann auch hier zwischen dieser Kopfstütze und der eigentlichen Rückenlehne durchgeführt, sodass die Funktionalität auch die gleiche bleibt, auch wenn hier nur ein Kind in der Mitte sitzen soll. Das hat dann nämlich auch hier oben nochmal eine zusätzliche Kopfstütze, auch damit es nicht hier mit der Kabellage in Berührung kommt. Und natürlich lässt sich auch die Sitzbank, die Sitzfläche ganz einfach komplett entnehmen, dadurch, dass die links und rechts nur eingehakt ist und schon ist eben Platz für eine große Eurobox oder auch einen großen Einkauf etc. Und wenn hier wieder Kinder drin sitzen sollen, dann kann die auch dann sehr schnell wieder hier reingehängt werden. Ein Punkt, der längst nicht selbstverständlich ist, es gibt direkt zum Start des Bikes einen Wetterschutz. Und den bauen wir jetzt mal drauf. Der wird hier vorne einfach reingesteckt. Hier festgezogen. Hier einmal montiert. Auf der anderen Seite montiert. Und dann ist er dank Fitlock auch sehr schnell in Position. Also ich weiß jetzt nicht, wie lange das gedauert hat, aber so richtig lange war das nicht. Und der hat einige sehr interessante Funktionen. Erstmal muss man sagen, dass er dem Rad optisch nicht unbedingt gut tut. Aber das ist einfach der sehr kurzen Gesamtlänge des Fahrrads geschuldet und dass sie trotzdem einige Funktionen beibehalten wollten. Riso Müller hat hier wiederum einige interessante Ideen drin. Erstmal ist dieses Regenverdeck auch gleichzeitig ein Schutz vor allzu kalten Händen, weil das Regenverdeck hier so ein bisschen über den Lenker rüber geht. Zumindest während der Fahrt kommt da nicht so viel Fahrtwind an den Lenker und eben auch nicht so viel Regen. Hier an der Seite gibt es keine Fenster, aber dafür hier vorne ein großes, das auch abgedunkelt ist und sowieso UV-Strahlen nicht durchlässt, sodass eben die Kinder vor der Sonne geschützt sind. An heißen Sommertagen kann aber trotzdem dieses Seitenteil hier einfach abgeklettet werden, so ein bisschen aufgerollt
und dann hier arretiert werden, sodass es eine große Windschutzscheibe gibt, aber die Kinder trotzdem hier links oder rechts zur Seite rausgucken können. Und wenn dann doch wieder mehr Wind sein sollte, dann einfach hier wieder lösen, hier gegenkletten und fertig. Hier unten arretiert es sich automatisch eben durch diesen Fidlock-Verschluss. Das ist ziemlich cool. Und wenn man die Kinder reinsetzen möchte, muss man sie hier nicht irgendwie an der Seite reinwranken, sondern man kann das ganze Verdeck mit den beiden Fidlock-Verschlüssen öffnen und ganz nach vorne klappen. Jetzt kann man alles Mögliche beladen, die Kinder hier reinsetzen, sie können selber einfach einsteigen und man kann sie auch einfach anschnallen. Natürlich kommt in solchen Momenten Regen von oben in die Box rein. Allerdings muss man sagen, dass Regen auch so in die Box reinkommt. Dieser Wetterschutz ist halt im Wesentlichen ein Schutz während der Fahrt, sodass eben bei der Fahrt kein Regen, kein Wind, kein Schnee, keine Sonne reinkommt. Aber auch da hat sich Riso Müller ein bisschen was überlegt. Diesen Lappen hier, der ist auf der einen Seite dafür da, um hier vorne gegengehängt zu werden und somit eben noch einen weiteren Sonnenschutz zu bieten. Wenn die Kinder irgendwie einnicken zum Beispiel, haben sie hier dann nochmal die Möglichkeit, es auch etwas dunkler zu haben. Aber dieser Lappen hat noch eine zweite Funktion. Den kann man nämlich hier wieder lösen und dann hier auf der Rückseite montiert werden. Und jetzt ist das eine komplett geschlossene Box, wo eben auch im Stand kein Regen reinkommt. Und wenn es wirklich doll plattert, dann kann man das auch so montieren, wenn hier Kinder drin sitzen, damit die eben tatsächlich komplett keinen Regen abbekommen. Und wenn man das hier reingeklettert hat, dann bleibt auch die Sitzbank, wenn das Rad draußen steht bei Regen, einfach trocken. Während der Fahrt allerdings funktioniert das Regenverdeck alleine schon ziemlich gut. Und eine weitere coole Funktion hat dieses Regenverdeck, denn es funktioniert auch, wenn die Bank oder die Box zusammengeklappt wird. Dann kann es einfach an Ort und Stelle bleiben. Der Inhalt der Box ist vor Regen geschützt, die Bank bleibt trocken und das hier bleibt dann einfach trotzdem als Schutz für die Hände oben drauf. Also wie gesagt, es macht das Rad nicht unbedingt hübscher, ist aber schon ziemlich durchdacht. Jetzt wollen wir aber mal sehen, wie sich das Carry fährt. Und natürlich haben wir wieder unsere beiden Mitarbeiter die Säcke hier reingesetzt. Tam und Arak sitzen jetzt hier, wenn ihr euch das mal anguckt, in dieser Box schön angeschnallt drin, kuscheln sich so ein bisschen aneinander. Die haben natürlich keine Beine, deswegen kommen sie da auch nicht in die Quere. Aber das sollte uns eine ganz gute Idee geben, wie es ist, wenn Kinder da drin fahren, denn die beiden wiegen einzeln etwa 17 bzw. 17,5 Kilogramm, also eine knapp 35 Kilogramm Belastung. Das ist etwas über, oder nicht mal, das ist nicht mal die Hälfte von dem, was diese Box ab kann, aber es sollte uns trotzdem eine ganz gute Idee geben, wie es ist, damit mit 2 Kindern zu fahren. Und wir legen mal los. Und wie immer starten wir zunächst mit dem Beschleunigungstest. Wir sind jetzt hier im Turbo-Modus und im kleinsten Gang. Ich kann jetzt hier an dem Schalthebel nicht sehen, in welchem Gang ich bin. Ich habe aber so weit runtergeschaltet, wie es ging. Und wir legen mal los. Okay, und wir können bis auf 25 km/h beschleunigen. Das geht recht fix. Die Gangwechsel gelingen schnell und sehr knackig. Der Schalthebel hat einen guten Druckpunkt und die Schaltung haut die Gänge ziemlich stark rein. Das ist mir jetzt aber schon bei ein paar Microshift-Schaltungen aufgefallen. Die sind da ziemlich robust an der Sache. Aber der Performance-Line-Motor, der ist jetzt nicht rabiat in der Beschleunigung, aber schon echt fix und kann das Rad gut beschleunigen, weil das Rad an sich ja relativ klein und verhältnismäßig leicht ist. Auch das 20 Zoll Hinterrad, das sorgt natürlich für eine gute Beschleunigung. Jetzt hier, auch im nicht ganz so niedrigen Gang, kommt das Rad ganz gut los in der Ebene. Aber jetzt müssen wir erstmal gucken, wie schnell uns das Rad den Jerusalemsberg hochbringt. Und wie immer natürlich niedrige oder hohe Trittfrequenz, wenig Leistung, das können wir hier auch ein bisschen checken. Und wir starten bei 24 km/h im Turbo-Modus natürlich wieder. Checken mal kurz hier die Leistung. 180, 200 Watt, Trittfrequenz von 90. Jetzt muss ich ein bisschen runterschalten, bis auf 20 km/h.
18 km/h, 17,8. Also da ist der Motor nicht ganz so kräftig wie der Performance Line CX oder ein Cargoline Motor, hat aber dank der sehr effizienten Kettenschaltung und dem verhältnismäßig geringen Eigengewicht des Fahrrads auch keine großen Probleme. Und was mir auch aufgefallen ist, nach unten hin auf der Kassette wäre noch sehr, sehr viel Luft. Das heißt, auch stärkere Steigung kommt man damit hoch, wenn auch nicht so schnell. Bei Kanten habt ihr jetzt gemerkt, das ist ziemlich problemfrei. Also die Kante habe ich persönlich nicht so stark gemerkt, dank der Federsattelstütze, die ich definitiv empfehlen würde. Und jetzt haben wir aber mal ein kleines Stück glattem Asphalt. Und wir legen uns mal ein bisschen in die Kurve. Und das ist sehr, sehr angenehm und einfach. Also das Rad lenkt sehr spontan ein. Es ist eine relativ leichtgängige Lenkung. Von der Sitzposition ist es jetzt so, dass ich sehr variabel bin. Ich habe jetzt den Lenker in die aufrechte Position gestellt und ganz nach oben. Das heißt, das ist so für mich jetzt die aufrechteste Sitzposition. Es ginge aber natürlich noch deutlich sportlicher, und wenn ihr kleiner seid, den Lenker oder den Sattel entsprechend runterstellt, dann könnt ihr auch eine sehr aufrechte Sitzposition bekommen. Jetzt beim Runterschalten fällt auf, es ist immer nur ein Gang zur Zeit wählbar auf dem Daumenhebel hier, auf dem dicken Hebel. Das heißt, wenn ihr an die Ampel kommt, dann müsst ihr, je nachdem in welchem Gang ihr eben wart, schon ziemlich oft hier einmal drücken, weil man nicht mehrere Gänge auf einmal schalten kann, wie das bei vielen anderen Schaltungen möglich ist. Dicke Kante, ziemlich einfach rüber, also da rumpelt auch nichts in der Box. Jetzt ist natürlich schon so ein bisschen Bewegung erkennbar bei diesem sehr schlechten Untergrund, aber auch das ist sehr vertretbar. Sandig, hier müssen wir, okay, hier ist ein bisschen gerutscht. Klar, der Reifen vorne hat nicht super viel Grip, dafür da hinten umso mehr. Und durch diese direkte Lenkung und auch den kurzen Radstand ist das aber sehr lebhaft hier durch. Also das Rad macht keine Zicken, es untersteuert nicht, sondern man kann sich gut reinlegen. Und jetzt auch hier runter funktioniert die Federung gut, die Bremse, hier ist mehr Sand als früher. Und jetzt natürlich anfahren am Berg. Und wie typisch für diesen Test sind wir jetzt wieder in der größten Unterstützungsstufe und im kleinsten Gang, also auf dem größten Ritzel hinten. Und wir fahren mal an. Okay. Jetzt. Ja, der Performance Line Motor, wenn man ihn im richtigen Moment erwischt, dann hat er genug Leistung, um einen da hochzubringen, ohne weiteres, ohne Probleme. Und was jetzt auch aufgefallen ist, das merke ich jetzt erst, er ist halt komplett leise. Er macht nicht dieses laute, mahlende Geräusch, das viele stört, von dem Bosch Performance Line CX zum Beispiel oder den Cargoline. Aber er hat auch teilweise eine Anfahrschwäche, gerade am Berg. Durch diese sehr kurz übersetzte Kettenschaltung kann es diesen Effekt in den meisten Fällen minimieren, leider nicht in allen. So, das Absteigen vom Fahrrad klingt auch recht einfach, auch wenn der Einstieg jetzt nicht super niedrig ist, aber damit sollten die meisten klarkommen. Beim Schieben macht sich das geringe Gesamtgewicht des Carry bemerkbar, weil das ist echt super einfach. Fahren wir mal langsamer. Auch das, wenn der Motor ausgeschaltet ist, gelingt sehr einfach. Das Rad ist einfach aufrecht zu halten. Und aus dem Rollen heraus unterstützt der Motor auch wirklich gut. Er lässt einen sehr gut beschleunigen. Und auch hier über diesen eher rumpeligen Untergrund rollt es entspannt rüber. Der Freilauf klingt sehr angenehm. Der hat scheinbar viele Klinken, viele Sperrklinken. Das heißt, er klingt so ein bisschen wie ein Rudel hungriger oder aggressiver Wespen oder Bienen. Und nun ein Kopfsteinpflaster. Also was mich gerade jetzt auch wieder über diese Kante erstaunt hat, wie entspannt das ging. Und Kopfsteinpflaster kann das Fahrrad nicht komplett glätten, aber es ist schon echt super entspannt hier rüber. Diese Box ist komplett klapperfrei, trotz des Klappenmechanismus. Jetzt im falschen Gang. Okay, da hat der Motor jetzt zügiger reagiert.
noch solche Kanten. Da muss man natürlich so ein bisschen mit mehr Bewegung rechnen als bei einem Rad mit längerem Radstand. Aber das funktioniert hier schon sehr angenehm. Nun machen wir gleich mal den Bremstest. Beschleunigen auf 25 km/h und wir bremsen an der zweiten Linie und jetzt. Ja, das Rad ist ziemlich stark gerutscht. Ich probiere es nochmal. Jetzt. Okay, das war ein bisschen besser. Der Bremsweg ist trotzdem nicht super kurz. Das Rad selber ist 2 Meter und ein bisschen lang und hat jetzt die doppelte Länge gebraucht, also knapp 4 Meter Bremsweg aus 25 km/h. Die Bremse an sich fühlt sich aber sehr gut an, hat einen schönen einfachen Hebelweg und einen guten Druckpunkt. Man kann es zuverlässig bremsen. 4 Meter ist jetzt auch nicht schlecht, aber es gibt halt Räder, die besser bremsen. Die sind dann in der Regel aber auch deutlich schwerer. Ja, ich weiß, es ist ein Paradoxon, aber so ist es einfach. Die Bremsen sind also insgesamt okay. Eine Sache ist aber so ein kleiner Elefant im Raum und das ist die Lenkung. Denn in der einen Richtung, das habe ich euch eben gerade gezeigt, ist der Lenkeinschlag echt groß und man kommt super hier rum. In der anderen Richtung ist es aber ein bisschen was anderes, denn in der anderen Richtung ist der Lenkeinschlag deutlich geringer. Da sollte man also immer dran denken, eher rechts rum zu wenden als links rum. Auch hier bei solchen Sachen, so Single-Trail-mäßigem Zeug, rollt das Rad echt gut. Ja, so fährt sich das Riso Müller Carry. Ein echt spaßiges, kompaktes Fahrrad, das auch noch sehr komfortabel ist und überhaupt nicht rumpelig. Aber wir wollen mal sehen, was jetzt Tillmann in ein paar Wochen über dieses Rad zu sagen hat, wenn wir es als Familie ein bisschen gefahren sind. Jetzt sind ein paar Wochen vergangen und wir haben dieses Fahrrad in unserem Alltag verwendet, als Familie, haben alles Mögliche damit gemacht, was wir auch mit anderen Lastenrädern machen und wir wollen mal ein bisschen Fazit ziehen. Aber bevor wir das machen, bin ich euch noch etwas schuldig und das sehen wir hier unten. Nämlich, hier sind Flaschenhalterösen. 2 Stück, um einen Flaschenhalter zu montieren oder eine Fallschlosshalterung oder irgendwas anderes. Finde ich definitiv erwähnenswert. Finde ich auch super, dass Riso Müller es bei diesem kompakten Lastenrad einfach da was reingesetzt hat. Das ist längst nicht selbstverständlich, aber sie haben dran gedacht. Wie auch immer, auf jeden Fall gibt es natürlich die komplette Bewertung anhand der Radelbande Bewertungsmatrix über den Link unten in der Videobeschreibung in Schriftform. Jetzt wollen wir uns aber mal 3 Punkte ansehen, die uns besonders gut gefallen haben und 3 Punkte, die wir verbesserungswürdig finden. Und wir starten mit den guten Punkten. Und da ist der erste Punkt, dass dieses Rad wirklich super durchdacht ist. Auch wenn die Idee mit einer klappbaren Box hier vorne nicht neu ist, hat Riso Müller aber trotzdem dem Ganzen so seinen eigenen Touch gegeben, eine richtig gute Bedienbarkeit und auch, dass das Rad halt im zusammengeklappten Zustand oder der Inhalt der Box vor Regen geschützt ist. Das ist schon ziemlich cool. Auch der Schwerlast-Gepäckträger für Kindersitze ist ein gutes, kleines, aber feines Detail und dass es insgesamt auf die geringe Größe so viel Beladungskapazität gibt, das ist wirklich gut. Der zweite Punkt, der uns besonders gut gefällt, ist die neue Designsprache bei Riso Müller. Die ist nämlich deutlich freundlicher als vorher und dieses Rad hat insgesamt auch nur positive Reaktionen hervorgerufen. Es ist halt niedlich und hübsch designt. Das Einzige, was halt optisch so ein bisschen stört, ist hier dieser Regenverdeckaufbau. Und der dritte Punkt, der uns besonders gut gefällt, ist die Fahrt mit Carry. Denn das Rad ist super agil abgestimmt. Durch die geringe Gesamtlänge fährt es sich zackig durch Kurven. Man kann schnell fahren. Die Kettenschaltung passt, finde ich, auch ziemlich gut zu diesem Fahrrad. Und man kann die Gänge richtig schön durchschalten. Es geht gut nach vorne. Und das ist eine echte Freude, denn es ist gleichzeitig auch noch sehr komfortabel. Und zwar nicht nur für die Person hier auf dem Sattel durch die Federsattelstütze, sondern auch durch die Federgabel und die gut gewählten Reifen. Also selbst Kopfsteinpflaster können dieses kompakte Long John Lastenrad nicht schrecken. Es ist allerdings auch nicht alles Gold. Und da sind wir jetzt bei den Punkten, die wir verbesserungswürdig finden. Und der erste Punkt da betrifft vielleicht seltener die Fahrt als häufiger das Rangieren dieses Bikes, aber das ist die Lenkung. Denn nach rechts hat es einen richtig großen Lenkeinschlag und man kann auch sehr, sehr enge Kurven super fahren. Nach links ist das doch ziemlich stark eingeschränkt. Da ist es teilweise doch schwierig, durch sehr enge Kurven zu fahren oder, wie gesagt, einfach zu rangieren.
Da würde ich mir einfach wünschen, dass der Lenkeinschlag nach rechts auch etwas beschränkter wäre, um dafür nach links einen größeren Lenkeinschlag zu haben und damit das in beide Richtungen etwa gleich groß ist, weil hier ist man doch immer wieder überrascht, dass das plötzlich zu Ende ist. Der zweite Punkt, den wir verbesserungswürdig finden, ist die Auswahl des Motors. Der Performance Line hat genug Drehmoment mit 75 Newtonmeter, das ist nicht das Problem, aber er reagiert einfach nicht schnell genug. Die Sensorik in diesem Motor ist signifikant schlechter als beim Performance CX oder auch beim Performance SX Motor, sodass gerade das Anfahren am Berg oder an der Ampel mit schwer beladenem Fahrrad teilweise ein kleines Glücksspiel sein kann. Und man kann sich auch nicht darauf verlassen, wann dieser Motor genau unterstützt. Also ich würde mir da einfach den Performance CX bzw. den Cargo Line wünschen oder sogar, und der würde für die meisten Szenarien auch ausreichen, den Performance SX. Und der dritte Punkt, den wir verbesserungswürdig finden, sind die Gurte. Und zwar nicht unbedingt die Gurte an sich, denn die sind richtig schön breit, gut gepolstert etc., aber die Montageposition der Gurte. Denn die sind hier hinten in so einer Art Knoten auf der Rückseite an einem Punkt befestigt, so wie ich das auch im ersten Videoteil gesagt habe. In der Praxis hat sich herausgestellt, dass das nicht so praktisch ist. Und zwar haben die Kinder sich regelmäßig darüber beschwert, wenn der Gurt richtig saß, dass er dann hier oben dann doch am Hals ein bisschen zu sehr drückte. Und wenn man den Gurt dann etwas gelockert hat, ist er zu leicht von den Schultern dann runtergerutscht, weil er einfach relativ niedrig befestigt ist und dann ja, einfach leicht von den Schultern rutscht, wenn er nicht richtig festgezogen ist. Also das ist etwas, was wir verbesserungswürdig finden. Da müsst ihr dann irgendwie mit euren Kindern zusammen bei der Probefahrt gucken, wie sie damit klarkommen, ob ihr die Kinder gut damit festschnallen könnt und ob die Gurte dann auch über den Schultern bleiben. Soweit zu den Punkten, aber für wen ist Carry jetzt am besten geeignet? Und da muss man auch wie so oft sagen, es kommt drauf an. Das Carry ist einfach ein kompaktes Lastenrad und mit kompakten Lastenrädern muss man den einen oder anderen Kompromiss machen. Deswegen hatten wir auch diesen großen Korb hier hinten drauf, denn wenn hier vorne 2 Kinder drin sitzen, dann ist die Box halt voll. Und dann müssen die Kita-Rucksäcke und alles Mögliche dann hier hinten drauf oder an Packtaschen an die Seite. Allerdings ist es schon erstaunlich, wie Riso Müller das hinbekommen hat, hier 2 auch sogar etwas größere Kinder drauf oder reinzubekommen in diese Box mit der hohen Rückenlehne. Also gerade wenn ihr auch mit 2 Kindern unterwegs seid, aber nicht längere Strecken jeden Tag habt, dann kann Carry gut funktionieren. Ihr müsst allerdings gucken, wie das ist mit dem Fußraum, ob sich die Kinder dann irgendwie die ganze Zeit kabbeln. Aber wenn sie sich lieb haben, dann funktioniert das auch mit 2 Kindern sehr gut. Riso Müller sagt selber, dass das Rad für 2 Kinder geeignet ist, wenn diese nicht zu groß sind. Aber da kann man ja sehen, okay, was ist jetzt zu groß, was ist nicht groß genug. Ein Kind sitzt auf jeden Fall sehr bequem hier drin, hat aber auch in dieser Box dann nach vorne natürlich nicht so die Fußfreiheit. Also dafür als Familienrad gibt es den einen oder anderen Kompromiss. Wenn ihr allerdings einfach nur ein Rad sucht, mit dem ihr eure Sporttasche regelmäßig transportieren könnt oder eure Einkäufe, dann funktioniert das wirklich hervorragend. Auf der einen Seite mit dieser zusammenklappbaren Flexbox oder auch mit dieser Tasche, die ihr einfach reinstellen könnt. Das ist dann wirklich hervorragend, weil es so super kompakt ist und sich auch einfach oder in einem Flur zum Beispiel zu Hause wenig Platz wegnimmt. Und was ich auch sehen würde, ist die Möglichkeit, einfach einen Hund zu transportieren. Der darf natürlich auch nicht zu riesig sein, aber in der Standardausstattung gibt es ja hier einen recht niedrigen Einstieg und da könnte man sich das da drin so ein bisschen gemütlich und fluffig machen und dann kann der Pfiffi auf Fahrten einfach mitkommen. Also dafür würde ich auch sagen, dass das Carry prädestiniert ist. Aber wie seht ihr das jetzt? Was haltet ihr von dem Riso Müller Carry? Wäre das euer Rad, das euren Alltag bereichert? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radelbande das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Tschüss, bis dann.